So Freunde, heute machen wir mal das Gegenteil von Gatekeeping. Wir machen das Scheunentor zur Nischenparfümwelt sowas von weit auf. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Marken, die ihr hoffentlich noch nicht auf dem Zettel habt. Ein paar Düfte, von denen ich finde, dass die deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es absolut prima. Ich habe richtig Bock und wir machen jetzt hier kein langes Vorgerede. Wir labern nicht lang rum. Wir starten rein mit dem ersten Duft. Der kommt von der Marke J-Scent und heißt Black Leather. Und jetzt muss man natürlich sagen, okay, J-Scent, das ist jetzt ein wahnsinnig kreativer Name für eine Marke aus Japan, aber irgendwie passt es auch gleichzeitig. Es ist alles super minimalistisch, alles sehr reduziert. Sie schreiben auch hinten drauf, a product made by Pure Japan Quality. Und es ist ein Lederduft, der so ein bisschen in Richtung Om Anniversary geht. Ja, Om Anniversary hat ja auch so diese zitrische Kopfnote mit der Zitronenmus. Hier ist jetzt eine Bergamott, dann haben wir Leder, Jasmin, dann haben wir unten Eichenmoos und so ein bisschen was Vanilliges. Insgesamt finde ich das einen ganz, ganz tollen Duft, auch zu einem guten Preis. Problem ist so ein bisschen die Verfügbarkeit, die kriegt man jetzt nicht an jeder Ecke, da muss man so ein bisschen gucken. Da musst du richtig lange suchen für, richtig lange recherchieren. Aber ist auch so ich sag mal, der einsteigerfreundlichste. Die haben oft viele Düfte, die auch noch so sehr mit dieser japanischen Heritage spielen. Ja? Also wo es dann Sake-Noten gibt oder Mate oder so. Insgesamt ist das eine Marke, die man auf dem Zettel haben sollte. J-Scent finde ich irgendwie sympathisch, finde ich gut. Ich als alter Japan-Freund habe mich da sowieso drüber gefreut. Und auch mit diesem schlichten Design gefällt mir super gut. Habt das mal auf dem Zettel. Black Leather. Gutes Ding. Richtig gutes Zeug, ne? Als nächstes haben wir den Gold Room von Kraut & Parfums. Und da bin ich ganz ehrlich, ganz transparent, den habe ich nicht gekauft, den hat der Martin mir geschenkt, hat er mir zugeschickt, habe ich mich sehr drüber gefreut. Vor allem, weil ich vorher noch gar keine Berührungspunkte mit Kraut hatte. Ne? Also ich kenne die Marke, klar, ist eine deutsche Marke. Der Martin hat ja hier auch einen YouTube-Kanal, aber so der Om oder auch der Grapefruit, das sind alles schöne Düfte, aber die sind so sehr mineralisch, ein bisschen zitrisch und das ist ja nicht so meine Richtung. Ne? Ich bin ja eher so der Typ für die schweren Düfte. Und das hier ist ein Amberduft. Gold Room, ja. Inspiriert von dieser Szene in der Bar, in dem Hotel von Shining, dieser Stanley Kubrick-Film, ja, mit Jack Nicholson. Hi, Lloyd. Been away, but now I'm back. Good evening, Mr. Torrance. It's good to see you. It's good to be back, Lloyd. Und das hier ist ein Rum-Cola-Duft. Und das klingt jetzt erstmal schwierig, ist es aber nicht. Also das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Man hat ein zitrisches Opening, was wie so eine frische Zitronenscheibe in der Cola ist. Dann hat man diese Rumnoten, man hat Tabak, man hat Zeder. Und dann wird das unten wirklich so ein ambrierter Duft, auch mit so schokoladigen Noten. Cipriol hat einen wahnsinnigen Duftverlauf, eine tolle Haltbarkeit. Und da denke ich mir immer, das muss man mehr unterstützen. Ne? Da gibt es mal irgendwie neben Nebiro und so richtig cool, nischige deutsche Parfümeure und Parfümmarken und dann finden die irgendwie so unterm Radar statt. Finde ich sehr, sehr schade. Also von daher, die anderen Düfte auch alle nett, alle schön, aber vor allem mit dem Gold Room hat er mich gekriegt. Von daher auch nochmal viele liebe Grüße und danke fürs zur Verfügung stellen. Habe ich auf jeden Fall die letzten Monate viel getragen. Jetzt kommt natürlich der Sommer, dafür ist er ein bisschen schwer, aber ich muss sagen, das ist wirklich ein toller Duft und die Marke an sich, checkt es mal aus. Als nächstes eine Marke, die ich nicht so sympathisch finde, das hatten wir auch schon mal das Thema, das ist die Marke Bodycare The Victorious. Das ist jetzt hier der Harmonious. Wir haben ja auch schon mal den Imperial uns angeguckt. Und das ist jetzt hier ein Iris-Lipstick-Duft. Das ist einfach ein teurer, sehr, sehr teurer Dior Homme Intense, aber auch ein bisschen feiner. Wir haben Kardamom, wir haben Cognac, dann diese typische Iriswurzel, Ambret-Samen-Kombi, was Ledriges ist mit dabei. Ganz, ganz toller Duft. Mit einem schwierigen Price Point, muss man schon sagen, und halt einer noch schwierigeren Story. Auch das habe ich schon mal erzählt. Ne? Da geht es halt um diese Widerstandskämpferin, die dann da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele 100.000 Leute verheizt hat, um sich da unabhängig zu machen. Hat dann alles nicht geklappt. Kann man jetzt von halten, was man will. Der Duft an sich versöhnt mich mit der Marke. Er ist in der Tat harmonious und er verblendet auch diese ganzen Noten ganz harmonisch. Also wer wirklich nochmal sagt, okay, ich mag eigentlich diese Dior Homme Intense DNA, aber ich fände das einfach schön, wenn es da noch ein bisschen, wenn die ein bisschen komplexer wäre, wenn die vielleicht noch ein bisschen, ne, die Dior Homme Intense kommt ja mit sehr wenig Noten aus und der ist ja sehr straight und direkt, was auch toll ist, das ist genau die Qualität, die dieser Duft haben soll. Aber hier ist das Ganze halt noch mal ein bisschen komplexer, ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vielleicht exotischer interpretiert und von daher meiner Meinung nach trotz des überzogenen Preises einen Test wert. Einen Test. Als nächstes, jetzt wird hier oben wieder geklopft, das finde ich super. Übrigens, mein Nachbar, das kann ich euch an der Stelle mal erzählen, ist eine Herrlichkeit. Der hat so ein Teil, was man unter den Schreibtisch stellt, wo man so die ganze Zeit mit den Füßen, ich glaube, so Rad fährt oder so trampelt, so wie bei Erika bei Stromberg. Und es nervt so brutal, Alter. Es klingt wirklich, der hat schon so eine Vibrationsmatte gekauft, aber es klingt halt wirklich so, als würde konstant eine Waschmaschine laufen. Also Erfindungen gibt's, kann man sich gar nicht vorstellen. Als nächstes haben wir hier den Flamenco Extrait von Ramon Monegal, ist ein spanischer Parfümeur, eine spanische Marke und
Hier müssten eigentlich alle Alarmglocken klingeln. Das ist ein Rose, Oud, Safran, Himbeerduft. Ja, da gibt es auch Orangenblüte, bisschen Jasmin, aber es riecht kein Mensch. Es ist ein super potenter, süßer, krachiger Oud-Duft. Ja, ist auch echtes Oud mit drin. Also das Teil hat irgendwie eine Sillage von ungefähr 200 Metern. Da muss man wirklich aufpassen, aber ich finde den einfach trotzdem toll. Einfach, weil der so radikal ist, weil der gut gemacht ist, weil da nichts kratzt, nichts sticht. Und egal, ob diese DNA ein bisschen durchgenudelt ist, das ist einfach wunderschön gemacht. Guckt euch das mal an. Insgesamt eine Marke, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, unterm Radar ist, aber mit diesem Flamenco-Extrait einfach einen Duft rausgebracht hat, der null originell ist, aber ich glaube, besser als alle Düfte, die er imitiert. Das ist das, was ich meine. Also besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Dann haben wir den Medullary Ray von Jorum Perfumes. Das ist von Ewan McCall. Und da hatten wir schon mal einen, das weiß ich, diesen Aska, das ist aus der Mainland-Reihe. Und der hier ist jetzt aus dieser Botanicals-Reihe. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber es geht um schottische Botanicals, also Kräuter. Und genauso riecht er. Das ist ein kräutriger Duft. Da seid ihr einfach, wenn ihr den tragt, in den Zaubertrank gefallen. Das ist schön für den Frühling, weil der so herb, würzig, kräutrig ist, aber das ist auch nichts für den Alltag. Ne? Also wir haben hier Birke, wir haben Papyrus, wir haben Wacholder, wir haben Baldrian, wir haben Bibergeil, wir haben Olive. Also da sind wirklich Noten drin, da platzt einem fast der Kopf. Das muss man wollen, das hat natürlich was medizinisch-kräutriges. Aber ich finde das großartig. Also das ist wirklich Nische und zu einem bezahlbaren Preis. Ich glaube, das Ding kostet so um die 100 Euro, ich glaube 98. Gebt dem auf jeden Fall mal eine Chance. Ich finde diese ganzen Jorum-Düfte eigentlich alle klasse. Da gibt es ja auch welche, die so ein bisschen tragbarer sind, ne, diesen Ponyboy und so. Aber das hier ist wirklich ein ganz, ganz krasses Ding. Insgesamt alles irgendwie Value for Money. Schöne Düfte, toll gemacht mit eigenständigen DNAs. Was will man mehr? Dann haben wir einen Duft von Arquiste. Das ist der Indigo Smoke und das ist einfach ein wahnsinnig eleganter, toller Duft, ein Teeduft, ja, Lapsang Souchong haben wir hier, also das ist ja dieser Rauchtee aus China, Mate-Tee haben wir mit drin, Rauchwerk, dann gibt es Aprikose, dann gibt es Hölzer, Möhrensamen und es ist, glaube ich, kein Birkenteer, sondern Zedernteer, irgendwas, Lärchenteer, ich habe keine Ahnung, irgendein Teer ist mit drin. Das gibt diese Rauchigkeit und halt zusammen formt, glaube ich, auch diesen Lapsang Souchong Akkord so ein bisschen mit. Es ist einfach ein großartiger Duft. Der riecht sehr, sehr teuer, sehr, sehr hochwertig. Der steht wunderschön in der Luft. An der Haut selber ist der auch schön, aber das ist wirklich so ein Sillage-Duft. Also der schafft einfach eine tolle Aura. Der wirkt einfach sehr, sehr hochwertig, elegant. Und insgesamt haben die viele tolle DNAs, auch so ein bisschen, guckt euch das mal an, was die sonst noch haben. Arquiste, wirklich eine Marke, wo ich mich frage, warum die nicht mehr Leute kennen. So, ich habe jetzt mein Bestes getan, dass ihr die kennt. Dann haben wir eine Marke, ja gut, die kennt man vielleicht schon so ein bisschen, aber trotzdem auch unter dem Value for Money Gedanken. Das ist nämlich von Une Nuit Nomade, der Ambre Kanja. Und was ist das? Ja, es ist ein Amberduft, logischerweise, wie der Name schon sagt. Aber wir haben hier eine Pflaumennote mit Mandarine, wir haben Labdanum und der erinnert so ein bisschen an so eine Mischung aus dem, vielleicht ja so dem Plum Japonais und dem Black Lecker von Tom Ford, unten dann Patchouli, so das Übliche, was man halt für so eine Amberbasis mitbraucht, so erdige Noten. Und ich sag euch, ich finde das Teil absolut großartig. Für den Preis, also diese Pflaumennote ist toll getroffen, diese Mandarine sorgt dafür, dass der nie dumpf oder muffig wird, obwohl das Labdanum drin ist, so diese Harzigkeit, so eine leichte Rauchigkeit hat. Insgesamt wirklich einer der tragbareren Düfte. Ne? Also gerade so in dieser Richtung gibt es ja auch viele, die so sehr nischig, sehr kratzig sind. Der geht wirklich eher so ein bisschen in die sehr gefällige Richtung. Kann mir nicht vorstellen, dass der irgendjemandem nicht gefällt. Also wer jetzt kurz bevor der Sommer und der Frühling kommt, doch nochmal so einen richtig schweren, schönen, gemütlichen, süßen Amberduft sucht, der ist mit dem Ambre Kanja auf jeden Fall richtig beraten. Kann ich euch an der Stelle nur ans Herz legen. Dann haben wir von der Marke Visiteur aus Schweden den 1000 Lakes. Ich dachte mal, Finnland wäre das Land der 1000 Seen, aber gut, Schweden vielleicht auch. Und es ist einfach crazy. Alle Düfte, die haben 3 Düfte und das ist Nische. So mehr Nische geht, glaube ich, nicht. Also wenn man daran riecht, riecht das erstmal stark nach Pisse, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das ist aber, dabei ist da, glaube ich, gar keine Animalik drin. Aber das ist dieser Birkenteer. Es gibt diesen La Voglia d'Amare von Filippo Solcinelli, der auch diesen kranken Birkenteer hat. Das ist hier auch. Man hat Leder, man hat Rhabarber, man hat schwarze Johannisbeere, man hat grüne Noten, aquatische Noten und halt diese krasse Teernote. Das ist ein grün-würzig, rauchiger Duft mit so leicht animalischen Anklängen. Und wie das alles zusammengeht, das ist das Krasse an diesem Duft. Man kann ihn eigentlich nicht beschreiben, muss man ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, dass es gibt ja Düfte, die kann man einfach beschreiben, weil man Vergleichsdüfte hat. Man sagt, ja, der riecht so ein bisschen wie der oder ein bisschen wie der. Und das ist wirklich, das müsst ihr einfach selber ausprobieren. Auch hier relativ reasonable bepreist, will ich sagen. Irgendwie so 140 € kosten die 100 Milliliter.
Ist halt schwer zu empfehlen als Blind Buy, weil das sind wirklich Nischendüfte. Aber insgesamt toll gemacht, die Kappe ist schwer. Das ist einer der besten Zerstäuber, die ich jemals... Ich zeige euch das mal, guckt euch das mal an hier. Ei, was ist das? Ja, also jetzt habe ich, glaube ich, genug Werbung für Visiteur gemacht. Checkt das aus, probiert es aus. Das Zeug steht hier immer noch in der Luft. Und der 1000 Lakes ist einfach ein grün, aquatisch, rauchiger Duft. Komplett irre. Also hat mich total begeistert, mega abgeholt. Als nächstes haben wir von Room 1015 den Cherry Punk. Ja, und das ist einfach so ein Duft, ja, ihr kennt ja diese ganzen künstlichen Kirschdüfte, so ne, Lost Cherry und Cherry Smoke und so. Und der geht natürlich in eine ähnliche Richtung. Aber irgendwie finde ich ihn trotzdem gut. Also der hat diese Kunstkirsche, die so ein bisschen an diese Bonbons erinnert, die man früher irgendwie bei der Apotheke bekommen hat. Dann hat der Rauch, der hat Leder. Der trifft, also Cherry Punk ist tatsächlich, also bringt es auf den Punkt. Das ist irgendwie ein punkiger Duft, der ist radikal, der ist unangepasst und der ist auch, obwohl der so knallsüß ist, ist das Leder knarzig. Ne, das ist nicht so ein easy-to-wear-Ding. Das muss man wirklich wollen. Und auch hier wieder 50 Milliliter, keine 100 Euro. Klar, es gibt auch noch das Extrait, das ist dann deutlich teurer. Gibt es auch nur in 100 Milliliter, aber... Das ist, also es steht hier überall immer noch dieser 1000 Lakes Duft. Ich werde hier total irre. Hier. Ich werde hier total irre. Der Cherry Punk finde ich in der Parfum-Variante völlig ausreichend, hat meiner Meinung nach eine tolle Performance. Also mit toll meine ich eben nicht überbordend, ja, aber so, dass ihr den schön lange wahrnimmt. Und diese Kirsch-Leder-Rauchmischung ist einfach klasse. Ja, da ist auch noch so ein bisschen Jasmin und so drin, aber... Ist vernachlässigbar. In erster Linie ist es das, was draufsteht. Es ist ein Lederkirsch-Punk-Duft, geht durch die Decke, ist geil. Dann haben wir den letzten und da muss ich was zu sagen, weil da werden wir die Marke, da werden wir das Discovery Kit auch nochmal vorstellen. Das ist der Musk Dahabi, ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Dahabi. Und das ist von der Marke Maison Incense, da habe ich das Discovery Kit auch bestellt. Das wird hier demnächst irgendwann ankommen, dann gucken wir uns die alle einmal an. Das ist eine Marke, die ihre Wurzeln, ich glaube, so ein bisschen im Indischen hat, kommen aber aus Frankreich. Der Gründer Philippe, super netter Typ. Ich habe mit dem auch so ein bisschen E-Mail-Kontakt mal geschrieben, weil mich diese Marke halt einfach so krass abgeholt hat. Und weil das mit dem Discovery Set so lange gedauert hat. Habe ich mal nachgefragt, wann das denn kommt. Und dann sind wir so ein bisschen ins Plaudern geraten. Und das hier ist ein Ding, was soll ich sagen, das ist einfach ein Puderduft. Eigentlich hat er so zitrische Noten im Opening, aber dann habt ihr Iris, dann habt ihr Tuberose, Rose und unten habt ihr dann auch noch so Leder, balsamische Noten. Irre und der riecht einfach alt, aber nicht oldschool, also jetzt nicht so, auch wenn er so ein bisschen Chypre-artig manchmal rüberkommen mag, auch wenn jetzt kein Eichenmoos drin ist, aber diese balsamischen Noten und diese zitrische Kopfnote und dann halt so diese Rose-Weißblüher-Kombi in der Basis, muss man sagen, der macht einen nostalgisch. Man denkt an seine Großeltern, man denkt an die eigene Kindheit. Der riecht irgendwie in einer Art vertraut und wunderschön elegant. Ich weiß gar nicht, also den kann man natürlich nicht jeden Tag tragen. Der ist auch kantig und das ist gar kein einfacher Duft, auch mit diesem Moschus, der da drin ist. Es ist so leicht animalisch, ein bisschen Strohblume. Aber ich sag euch, Freunde, also diese Brand, auch hier wieder, ich glaube um die 100 Euro für die 50 und 150 für die 100 Milliliter, absolut fair bepreist, tolle DNAs, trauen sich was, eine absolut schöne Haltbarkeit und gutes Sillage. Also nicht drüber, aber auch nicht so, dass es nach einer halben Stunde weg ist, sondern wirklich, eigentlich macht alles richtig. Ich bin wirklich, ihr seht mich, euphorisiert für diese Marke. Maison Incense ist einfach ein Brett, ein Brecher, ein Knaller, ein Banger. So, Freunde, und jetzt sind wir fertig. Ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, was sind denn so eure Geheimtipps? Welche von den Düften kanntet ihr schon? Welche kennt ihr noch nicht? Auf welche habt ihr am meisten Bock? Welche würdet ihr mir empfehlen, die ich vielleicht noch nicht kenne? Was sind so eure Hidden Gems? Also wie gesagt, Gatekeeping kann ja jeder machen, aber wie man das heute nicht, bitte auch nicht in den Kommentaren. Schreibt mal einfach alles rein, was euch im Moment so richtig begeistert. Lob, Kritik, Anregung, alles da rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ja, gerne auch ein Abo, das ist fast noch besser. Und ansonsten, ja, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Guckt euch sonst an, was wir auf dem Kanal noch so gemacht haben. Und dann freue ich mich einfach derbe, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich sage bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss.